Moin, ich bin Mireta. Und ich bin Mira. Wir studieren Bildungswissenschaften und Medieninformatik an der Europa-Universität und der Hochschule in der schönen Hafenstadt Flensburg. Wir wollen euch heute zeigen, was es auf unserem Campus alles zu entdecken gibt und wie ihr euch zurechtfindet. Also, fliegen wir doch gleich mal rüber. Beginnen wir direkt mit dem größten Gebäude, Oslo, wo die meisten Lehrveranstaltungen stattfinden und die meisten Institute sitzen. Außerdem befindet sich hier die Poststelle und die Telefonzentrale. Rechts davon beginnt ein schöner Fuß- und Fahrradweg, mit dem man schnell zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten kommt. Direkt hinter Oslo sehen wir das Emmy Hennings Haus, ein relativ neues Wohnheim des Studentenwerks, bei dem sich hier im Video der neueste Anbau noch im Aufbau befindet. Da unten fährt auch ein Bus von der Haltestelle Campus Uni. Mit mehreren Linien kommt man recht schnell Richtung Bahnhof und Innenstadt. Hier kommen auch schon die großen gemeinsam genutzten Gebäude. Das Audimax ist der größte Hörsaal und Veranstaltungsraum, wo zum Beispiel auch regelmäßig das Campuskino stattfindet. Auf der anderen Seite sehen wir das Campusbad, Sport- und Freizeitbad mit großem Wellnessbereich. Und nein, das ist keine große Schlange, sondern eine Wasserrutsche. Links davon zwischen den Bäumen ist die Kapelle, unsere religionsoffene Kapelle auf dem Campus. Auch hier gibt es gelegentlich Events. Direkt am Kreisel hält der Bus übrigens nochmal. Springen wir einmal kurz oben rechts in den Hintergrund, wo wir das Rathaus aus dem Stadtzentrum hinausragen sehen. Im Gebäude Madrid befinden sich hauptsächlich die Wirtschaftsstudiengänge. Direkt neben der Brauerei, in der es ploppt. Wenn man der Straße Munketoft folgt, ist man aber schneller da als gedacht. Wie man hier überall erkennt, gibt es auch mehr als genug Parkplätze auf dem Campus. Naja, mehr als genug wird schnell zu absolut nicht genug, wenn wieder Handball gespielt wird. Wir fliegen jetzt über eine ganze Reihe von verschiedenen Studentenwohnheimen. Hier gibt es WGs für 2 bis 4 Leute in unterschiedlichsten Aufteilungen. Etwas Besonderes ist die Kita hinter dem Campuswohnheim, speziell für CampusanwohnerInnen. Und guck mal da, der Innenhof vom Sandberg-Wohnheim, der ist auch total schön. Hinter dem Kreisel, der nach unten zum Bahnhof und in die Stadt führt, befinden sich noch privat verwaltete Studentenwohnungen. Bei der Kreuzung ist die 3. Bushaltestelle, speziell relevant für Hochschulstudierende. Hier sieht man auch noch, wie nah der Bahnhof ist. In ein paar Minuten ist man auch zu Fuß da. Dann lass uns mal zurückfliegen. Hier kommen die Hochschulgebäude, die übrigens mit Buchstaben gekennzeichnet sind und unterschiedliche Fachbereiche beherbergen. Das H-Gebäude ist das Hauptgebäude der Hochschule. Hier sitzt der Großteil der HS-Verwaltung. Im F-Gebäude oder auch Maritimen Zentrum sitzt die Fachschule für Seefahrt. Hier gibt es außerdem den bekannten Schiffssimulator. Dazwischen ist das Verwaltungsgebäude Dublin. Hier sitzt unter anderem das Präsidium der EOF. Hier fliegen wir nun an der Campushalle vorbei. Neben Sportevents, Messen und Konzerten findet hier ebenfalls der Hochschulsport statt. Mit eigenem Fitnessstudio. Hier links neben dem Audimax sehen wir die gemeinsame Mensa. Neben den unterschiedlichsten Mittagsmenüs und der Cafeteria befindet sich hier die psychologische Beratungsstelle. Fliegen wir jetzt zurück zur Universität. Hier kann man mal kurz erwähnen, dass unser Campus wirklich außerordentlich grün ist. Was im Sommer zum Picknicken und Spazierengehen einlädt. Machen wir hier mal einen kleinen Knick zur Bibliothek. Die sieht ja aus wie ein Schiff. Richtig, wird demnächst übrigens neu lackiert. Auf der Rückseite befinden sich die Studyboxen. Hier kann man sich für Gruppenprojekte in Arbeitsräume einnisten. 2 eigene Umweltprojekte der EOF sind der Klima- und der Biogarten, welche man hier in der Mitte der Wiese sehen kann. Hier links ist auch Göteborg, dort gibt es einen Familienservice mit kleinem Spielplatz und eigenem Ruheraum. Oha, so einen Service finde ich super. Guck mal, daneben ist unser Startpunkt Oslo wieder. Auf der rechten Seite sehen wir ein neues Gebäude, Tallinn 1. Ja, da sind die Büros meiner Dozentinnen. Wir fliegen jetzt direkt auf Helsinki zu, das zweite große Gebäude der EOF mit vielen Unterrichtsräumen. Man findet hier auch die zentrale Studienberatung, das internationale Center und das Büro des Drohnenpiloten. Die kleinen Tische da unten gehören zur Campus Suite, also dem kleinen Café. Im Hintergrund sehen wir noch einen privaten Wohnkomplex, Wohnen am Campus. Um dahin zu kommen, muss man nur über die Fußgängerbrücke gehen. Hier befindet sich nämlich auch direkt die Zufahrt zur B199. Das ist der einfachste Weg, um mit dem Auto auf den Campus zu kommen. Oder von ihm zu gehen, wie wir jetzt. Denn hiermit sind wir fertig. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick über unseren Campus verschaffen. Auf ein erfolgreiches Semester!